Willkommen zurück zum zweiten Teil des Space Talk. Bei mir im Studio nach wie vor Audrey Vorburger, Astrophysikerin von der Universität Bern. Audrey, ich möchte dich im zweiten Teil ein bisschen persönlicher kennenlernen. Galileo Galilei, wir hatten ihn am Anfang der Sendung, der hat mit einem Fernrohr ins All geschaut. Wann hast du das letzte Mal an den Nachthimmel geschaut? Also ich schaue sicher täglich hoch, manchmal etwas konzentrierter, manchmal auch einfach ein bisschen geistesabwesend. Es ist natürlich immer wieder faszinierend, wenn man hochschaut, und das ist mein Leben. Ich meine, so viele Stunden investiere ich, meine Leidenschaft, meine Passion, meine Arbeit, ich reise, alles dreht sich um die Objekte da draußen. Aber wenn du jetzt da unter dem Sternenhimmel stehst, dann kommen dir nicht zuerst die Forschungsfragen in den Sinn? Oder bist du dann schon so Forscherin, dass du sagst, ich frage mich jetzt das? Nein, also was mir vor allem in den Sinn kommt, sind meist die Missionen. Ich hatte meine Doktorarbeit auf einer indischen Mission, die zum Mond ging, geschrieben. Da habe ich Daten ausgewertet und da kam es schon also wirklich fast täglich, als ich nach Hause gegangen bin, habe ich hochgeschaut und gedacht, da kreist jetzt dieser Satellit, von dem ich morgen im Büro wieder die Daten auswerten werde. Also das ist schon etwas ganz Besonderes. Und dann eben zu wissen, da ist jetzt Bepi Colombo oder dann ab diesem Sommer, da ist jetzt JUICE auf seiner Reise, jetzt fliegt sie an Venus vorbei, jetzt fliegt sie an der Erde vorbei. Für mich sind es die Missionen, und die Fragen ist dann eher etwas, das ich dann im Büro bearbeite. Wenn man ja solche Missionen verfolgt, dann schaut das manchmal ganz wie Science Fiction aus. Ich kenne mehrere Leute aus der Weltraumforschung, die brennende Science-Fiction-Fans sind. Schaust du auch Science Fiction oder liest du Science Fiction Bücher, und wenn ja, was ist da dein Lieblingsstoff? Also lesen tue ich eher weniger Science Fiction. Quasi mein ganzer Arbeitsalltag ist schon ein bisschen Science Fiction, dann habe ich da gerne einen Kontrast dazu, aber natürlich hat es auch mich nicht ganz kalt gelassen. Auch ich habe Star Trek geschaut früher, bin in New York an die Comic-Con während meinem Aufenthalt da. Es ist schon etwas, denke ich, das wir überproportional viele von uns interessiert und dann wir auch gerne daneben schauen. Wann und wie hat dein Interesse am Weltall überhaupt begonnen? Ja, bei mir war das ist so langsam gekommen. Es ist nicht vielleicht wie andere, die gesagt haben, bei der Mondlandung oder irgendwie, ich habe etwas miterlebt. Ich weiß noch als Kind, wir hatten eine Serie von Lexika und mir hat schon als kleines Kind das am besten gefallen mit den Monden und den Planeten. Ich habe immer das rausgezogen und dann einfach die Bilder angeschaut, eben diese Vielfalt, diese damals 9 Planeten in unserem Sonnensystem. Jeder ist anders, mich hat das total fasziniert. Und das hat sich dann nie erlischt. Ich habe auch immer schon extrem Freude an Rätseln gehabt. Ich hatte als Kind den Spick abonniert. Ich habe da immer als erstes diese Knobelaufgaben und Rätsel gelöst. Und ich glaube, für mich ist Astrophysik heute eben diese Kombination von diesen beiden Interessen. Einerseits das Weltall mit diesen Objekten und dann aber auch diese Knobeleien und Rätsel lösen. Ich glaube, das ist dann einfach so entstanden und ich habe dann eben die perfekte Kombination dafür in meinem Arbeitsleben gefunden. Irgendwann ist ja, sage ich jetzt, die Kindheit vorbei, das Anschauen von diesen Bildern in den Büchern. Dann kommt man ins Berufsleben. Du hast ein Studium gemacht in Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH Zürich. Was muss ich mir darunter vorstellen? So ist es. Ich muss sagen, ich habe lang hin und her überlegt. Ich habe lange überlegt, Physik studieren zu gehen. Aber die Elektrotechnik war dann für mich zu diesem Zeitpunkt ein bisschen anschaulicher. Ich habe dann wirklich die Anwendung dieser Elektrotechnik gesehen. Zum Teil war das spielerisch, zum Teil war das wissenschaftlich hochinteressant oder dann auch in der biomedizinischen Technik wirklich hilfreich für die Menschheit. Ich habe gesehen, da gibt es so viele Optionen, eben auch Knobelaufgaben zu lösen, Probleme, neue Sachen zu entwickeln, die man dann auch wirklich sieht und hat. Und habe dann damals mich für Elektrotechnik entschieden. Ich habe aber während dem Studium nie das Interesse an Astrophysik verloren. Ich habe das dann auch besucht und als Hauptfach anrechnen lassen. Und das Schöne ist eben, dass an der Uni Bern ist eben dieses Miteinander zwischen Technologie, Ingenieurwesen, Konstruktion und Wissenschaften sehr eng.
Und so habe ich jetzt ein bisschen diesen Grad zwischen den beiden gefunden, also das perfekte Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Technik. 2008, du hast es jetzt gerade erwähnt, bist du dann eben zur Universität Bern gegangen. Und was hast du dort gemacht? Welche Missionen oder welche Themen haben dich beschäftigt seither? Das war Chandrayaan 1, die erste indische Mission, die zum Mond ging. Darauf hatte es ein Instrument, das war unter Schweizer und schwedischer Beteiligung gebaut. Und wir haben da Neutralteilchen untersucht. Das ist ein bisschen ähnlich wie NIM, also ungeladenes Gas, Atmosphären, aber in einem anderen Energiebereich. Das heißt, auch der die Methode ist ein bisschen anders. Und wir haben eigentlich vor allem untersucht, wie der Sonnenwind, also diese geladenen Teilchen, die die Sonne ausstrahlt, vor allem Wasserstoff und Helium, mit der Mondoberfläche, die ja nicht durch eine Atmosphäre oder ein Magnetfeld geschützt ist, mit dieser Oberfläche interagieren und auch wie dann eben diese Atmosphäre generiert wird durch das Freisetzen von Oberflächenmolekülen. Also Mond so im Zentrum von der Forschung damals. Jetzt haben wir gerade vor kurzem die Artemis-1-Mission erlebt. Verfolgst du sowas dann auch? Ja, bestimmt. Und wenn du jetzt da die Gelegenheit hättest, dann als Astronautin da zum Mond zu fliegen, würdest du das machen? Ich denke ja, vielleicht. Ich bin nicht jemand, der sich das ernsthaft überlebt hat. Es gab ja gerade diesen Call, man konnte sich bewerben, um tatsächlich eine Astronautenausbildung zu machen. Für mich kam das nicht in Frage. Ich denke, es braucht auch ein gewisses Wesen, eben dann es ist ja fast schon ein bisschen ein militärischer Drill, diese Abfolgen, die ganz genau gemacht werden müssen. Jede Minute von jedem Tag ist geplant. Ich glaube, ich mag es eigentlich hier und diese Freiheit und sich dann eben diese Fragen ausdenken zu können, aber ja, vielleicht. Du kannst ja jetzt bei JUICE Fragen ausdenken. Wie bist du zum JUICE-Team gestoßen schließlich? Ich hatte das Glück, dass ich da von Anfang an dabei war. Eben während meiner Dissertation habe ich an diesem Chandrayaan-Projekt gearbeitet und die gleiche Zusammenarbeit zwischen Schweden und der Uni Bern wurde dann damals vorgeschlagen, also von den Leitern Stas Barabas und Peter Wurz, die haben sich eben überlegt, sich gemeinsam zu bewerben für diese JUICE-Mission. Und ich habe dann das von Anfang an miterlebt, am Anfang eher noch ein bisschen vom Rande, weil ich an diesem anderen Projekt beteiligt war. Aber natürlich bei jedem Meeting, wo man über ein Projekt spricht, kam dann auch das andere zur Sprache und das hat sich dann natürlich einfach so ergeben. Wie muss man sich denn deine Arbeit überhaupt vorstellen? Also irgendwie, eben, da fliegt eine Raumsonde raus, schön, aber was machst du den ganzen Tag? Im Moment bin ich tatsächlich hauptsächlich am Forschen. Das ist nicht immer gleich. Es gibt Monate, da muss man eher technische Sachen bearbeiten, da muss man mit der ESA Rücksprache nehmen, mit Airbus, die das Spacecraft baut. Das ist ja jetzt im Moment eigentlich alles erledigt. Wir warten auf den Launch. Das heißt, ich konnte mich jetzt wieder ein bisschen mehr der Wissenschaft zuwenden und ich mache eigentlich hauptsächlich den ganzen Tag Berechnungen auf meinem Laptop, eben diese Vorbereitungen auf die Missionen. Man will ja schon ein bisschen wissen, was einem erwartet, wenn man dann in 8 Jahren ankommt. Und auch halt viel Recherche, viel Zusammenarbeit, schauen, dass man da mit anderen Teams möglichst gut und effizient zusammenarbeiten kann, aber auch, man beschäftigt sich auch mit anderen Missionen. Im Moment bin ich bei Juno am Datenauswerten helfen. Also es gibt immer sehr viel zu tun. Du wurdest im Frühling des vergangenen Jahres in das Fachkomitee, ich muss das jetzt ablesen, Moons of the Giant Planets gewählt. Und dort geht es um was? Was machst du da? Die ESA hat für ihr Cosmic Vision die nächsten 3 großen Ziele festgelegt, also die 3 Themen, die sie mit den nächsten 3 Missionen beantworten will. Und das erste Thema ist eben die Erforschung von der Bewohnbarkeit und Suche nach Leben von den Eismonden um eines der 4 Gasriesen, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Wir besprechen zurzeit das Missionsprofil. Das ist, die Frage ist immer, wo sind die Chancen am größten, aber nicht nur Leben zu finden, sondern wo sind sie technisch auch realisierbar, die nötigen Messungen, die wir dafür brauchen. Das heißt, wir wägen im Moment ab, wo wollen wir hin. Jeder Mond ist anders. Bei jedem Mond
ist fast schon die Art, wie man zu einer Probe kommt, anders. Es gibt Geysire, da kann man einfach durchfliegen. Dann gibt es stille Monde, da muss man landen und Bodenprobe nehmen. Es gibt Monde mit Seen auf der Oberfläche, da kann man Flüssigprobe nehmen. Also die erste Diskussion ist, wo wollen wir überhaupt hin, um nach Leben zu suchen? Und dann werden die Folgefragen gestellt, welche Instrumente, welche Technik brauchen wir, um dann auch wirklich Leben detektieren zu können. Du selber hast ja Interesse an diesen Monden. Wie schwierig ist es da, nicht die eigenen Interessen dann da reinzubringen bei der Auswahl von so einer Mission? Ja, das ist schon so, dass natürlich jeder von uns, und das spürt man auch in den Diskussionen, nicht unbedingt, weil sie speziell fürreden für einen Mond, sondern weil sie sich halt speziell auskennen und dann eben vor allem die Vorteile halt kennen von den unterschiedlichen Monden. Es ist aber schon so, dass es natürlich ein uneingenommener Entscheid sein muss. Also wir sind 12 Personen, es kann nicht sein, dass einfach der Stärkste von uns bestimmt, wo wir die nächste große Mission hinfliegen. Es ist natürlich auch wissenschaftlich genug, dass völlig klar ist, dass wir da aufzeigen müssen und können auch, was ist das geeignetste Ziel von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus. Du hast es erwähnt, es geht ja eben auch um die Suche nach Leben. Es ist gut möglich, dass während deiner Forschungsarbeit irgendwann Leben entdeckt wird und du mit beteiligt bist. Wie gehst du damit um, mit dieser Aussicht, dass du vielleicht irgendwann Leben findest? Also ich finde es wahnsinnig motivierend. Ich frage mich auch manchmal, und wenn wir es nicht mehr während meiner Lebzeit finden, bin ich dann enttäuscht. Es ist halt etwas unglaublich Ungewisses. Ich denke, niemand weiß, ob je Leben gefunden wird. Aber in einer Zeit zu leben, wo es realistisch möglich ist, Leben zu finden, finde ich schon enorm. Eben wenn ich zurückdenke an Galileo Galilei, der hatte ja diese Chancen einfach nicht. Der wusste, es gibt Jupiter und diese Monde, aber auch wenn sie da auf der Oberfläche gelebt hätten, er hätte diese Möglichkeit nicht gehabt. Und wir sind jetzt gerade in einem Zeitfenster, wo es eben tatsächlich möglich ist, dass diese unglaubliche Entdeckung stattfindet. Wenn wir jetzt von Leben sprechen, ich nehme nicht an, dass das grüne Männchen sind, die da auf der Oberfläche irgendwo herumrennen. Was müssen wir uns vorstellen? Was könntet ihr finden? Das wären eher so Mikroben, weil es müsste ja im Wasser leben. Auf der Oberfläche ist die Strahlung zu groß, es gibt nicht die Energie, es gibt keinen Schutz. Da kann sich Leben nicht lange überleben. Das heißt, wenn es Leben auf diesen Monden gibt, dann ist es in dem Ozean unter diesen dicken Eiskrusten, die sind 10 bis mehrere 10 Kilometer dick. Das heißt, es wäre eher Leben, wie wir es in unserem Ozean kennen. Dann startet man mit Mikroben, den einfachsten Lebensorganismus, aber natürlich es könnten sich auch größere Lebensformen entwickelt haben, die dann wahrscheinlich aber keiner uns gängigen Kategorisierung einordnen lassen, so wie wir es kennen. Dein Einsitz in dieser Kommission, wo man eben diese neuen Missionen bestimmt, das zeigt ja auch, wie wichtig das die Schweiz ist in diesem Fall. Wie wichtig tatsächlich ist die Schweiz in der Forschungsgemeinschaft, in der internationalen? Also die Schweiz ist sehr stark in der Weltraumforschung, das ist schön. Wir haben uns da etabliert und werden wirklich anerkannt in Europa, aber auch übersee, also NASA, die amerikanische JAXA, China, Russland, alle diese Raumfahrtnationen haben großes Interesse und auch Anerkennung an der Schweizer Weltraumforschung. Und ich denke, wir haben so ein bisschen unsere Schwerpunkte, die wir eben wirklich an der Spitze führen können. Das eine ist eben diese Massenspektrometrie, aber die Schweiz ist natürlich auch bekannt auf vielen anderen Gebieten. Ist es Grundlagenforschung, ist es Exoplaneten, eben die Erforschung von unserem Sonnensystem, Sonnenphysik, Heliosphärenphysik. Wir haben uns wirklich an verschiedenen Plätzen sehr gut positioniert. Ja, die Universität Bern ist ja seit den 1960er Jahren mit Weltraumforschung beschäftigt, war sogar an der ersten Apollo-Mission dabei als einziges nicht-amerikanisches Land, das da teilgenommen hat und ist seither auch an ganz vielen namhaften Missionen beteiligt. Was ist das Erfolgsrezept der Universität Bern? Die Universität Bern betreibt sicher Spitzenforschung, also die Qualität von unserer Arbeit ist enorm gut und vor allem auch
man kann sich auf die Qualität verlassen. Also wir produzieren, wir halten, was wir versprechen und so kann man sich dann halt wirklich einen Namen machen und etablieren. Man weiß, die Schweiz liefert, was sie verspricht. Und dann haben wir diese Techniken, die wir dann eben entworfen haben, du hast es erwähnt, schon bei Apollo 11 waren wir dabei, verfeinert, wir haben das optimiert und wir haben auch diese starke Forschung, die dann zusammenarbeitet mit dieser Technologie. Also wir bauen dann nicht nur diese Instrumente und jemand anders gewinnt dann die Wissenschaft daraus. Andererseits fragen wir nicht nur Fragen und müssen dann Instrumente von anderen benutzen, um diese zu beantworten. Und das hilft natürlich wahnsinnig, wenn man einerseits genau bei der Fragestellung schon weiß, wie kann man das jetzt beantworten und die Instrumente sind dann natürlich auch optimiert, um eben diese Wissenschaft zu generieren. Ja, du bist ja jetzt eben an der JUICE-Mission beteiligt. Wenn die gestartet ist, dann geht es mehrere Jahre, bis dann die Sonde dort ist. Was machst du in dieser Zeit? Bist du an anderen Forschungsfragen beteiligt, nehme ich an? Genau, ja, das ist schon so. Man hat eben diese 8 Jahre Flugzeit. Das heißt nicht, dass wir da nichts machen werden für JUICE, aber es ist dann sicher etwas ruhiger als in den vergangenen paar Jahren, wo eben das Instrument entwickelt und gebaut werden musste. Wir haben noch ein zweites, eine Kopie vom Instrument hier an der Uni Bern. Wir werden da sicher Messungen durchführen, um möglichst genau die Instrumenteneigenschaften, seine Eigenheiten kennenzulernen, dass wir dann, wenn wir dann die Daten in 8 Jahren kriegen, die auch korrekt, möglichst schnell und gut auswerten können. Und dann ist es tatsächlich so, im Moment, eben habe ich kurz erwähnt, ich werte Daten aus für die Juno-Mission. Also es gibt immer eine laufende Mission, wo man sich einbringen kann, wo man eben vielleicht sogar auch schon etwas lernen kann. Juno fliegt ja auch um Jupiter, also wir können da jetzt schon Erkenntnisse gewinnen, die dann hilfreich sind für unsere eigenen Messungen. Und dann muss man halt auch sehr viele Proposals schreiben, um an zukünftigen Missionen beteiligt zu sein. Wenn ich dich jetzt so im Studio habe, Astrophysik war über lange Zeit eine Männerdomäne. Wie schwierig ist es als Frau in diesem Bereich tätig zu sein? Hast du da Hindernisse gespürt, als du diese Karriere begonnen hast? Also bei mir war es zum Glück nicht so. Elektrotechnik war noch extremer. Wir waren 10 Frauen unter 360 Studenten. Aber schon am Anfang hat man dann gespürt, vor allem von den Kommilitonen, also die hatten gar keine Vorurteile. Es ist aber sicher ein hartes Pflaster und je höher man kommt, desto mehr muss man kämpfen, auch für seinen Platz an dieser Spitze. Und es ist natürlich eben auch so, man ist ein bisschen zweigeteilt. Ich habe eine Familie, man muss dann gleichzeitig dem Beruf gerecht werden, aber man will ja auch die Kinder nicht vernachlässigen. Und es ist so ein bisschen entzehrend, dass vielleicht bei den Frauen noch ein bisschen stärker zu spüren ist, wenn ich jetzt mich mit meinem Mann vergleiche. Aber also ich hatte viel Unterstützung erfahren. Du hast jetzt das Stichwort schon geliefert. Du bist Mutter von 3 Kindern neben diesem unglaublichen Job. Wie nehmen deine Kinder deine Arbeit auf? Sie finden es fantastisch. Also sie sind sehr begeistert. Meine 10-jährige Tochter sagt jetzt, sie möchte am liebsten auch den Weltraum erforschen. Das ist ihr Berufsziel. Meine kleine 4-jährige, die hat gestern gesehen, ich habe ein Bild von Jupiter angeschaut. Sie hat erkannt, das ist Jupiter. Also sie kommen sicher sehr viel mit über. Was ich vor allem versuche und was mich freut, dass sie das auch sehen, ist, wie viel Spaß man in diesem Beruf haben kann. Also sie sehen, wenn ich zu Hause im Homeoffice arbeite, häufig arbeite ich auch noch abends, dass ich damit wirklich viel Liebe und Freude das noch mache und es dann eigentlich eben nicht Arbeit ist. Du hast ja auch eine Zeichnung mitgebracht, vielleicht kannst du die mal kurz zeigen. Genau, das hat mein mittleres Kind Aris, er ist heute 8, mit 6 mir gemalt. Das ist Jupiter mit Europa, Ganymed, Ion, Callisto und JUICE. Das war das Titelbild, das ich dann für meine Habilitationsarbeit benutzt habe. Also ich bringe den Beruf schon auch viel nach Hause und lebe das auch mit großer Freude mit den Kindern aus. Mit Blick auf den Nachwuchs, was für Tipps hast du für Mädchen oder junge Frauen, die sich auch mit Weltraumforschung auseinandersetzen möchten? Mein Tipp wäre sicher, sich nicht entmutigen zu lassen, eben vielleicht von der ein bisschen männerlastigen Domäne. Die Frauen, die ich kenne, sie sind genauso gut, genauso gescheit, genauso anerkannt in ihren Gebieten.
In anderen Ländern ist das anders. Ich weiß nicht ganz wieso. Ich war kurzzeitig bei der indischen Raumfahrtbehörde ISRO für einen Aufenthalt, einen Austausch. Da war etwa die Hälfte der Belegschaft Frauen, da war es völlig natürlich. Und wenn ich dann so eben zurückdenke an unser Vorlesungssaal, ich würde sagen, Mädchen, ihr seid super, ihr seid genauso gut, ihr könnt das genauso gut wie die Jungs und die Männer. Wenn ihr das wollt, dann macht's. Wir sind bereits am Ende. Eine Frage habe ich noch. Was wäre die größte Entdeckung, die zu deiner Lebzeit noch gemacht werden könnte? Das ist ganz sicher Leben an einem anderen Planeten oder eben Mond, wäre für mich das Größte. Oder ich könnte noch stundenlang dir zuhören. Es ist spannend, was du zu erzählen hast. Leider sind wir am Ende der Sendung. Herzlichen Dank, dass du da warst und toi 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 für den Start von JUICE. Ganz herzlichen Dank, Guido. Ja, das war die Ausgabe von Space Talk. Ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, Sie schauen auch die nächsten Folgen an.